Es ist ein besonderer Tag, da mache ich dir nichts vor, so wie alle Tage, an denen ich Teil von Real Madrid war. Ich bin 42 Jahre alt, am Samstag werde ich 43, 20 davon in diesem Haus. Und jeder Tag, den ich beim besten Club der Welt, beim besten Club der Geschichte verbracht habe, war für mich ein besonderer Tag. Und heute ist natürlich einer davon und ich bin mir der Verantwortung bewusst, die ich habe, der schönen Aufgabe, die vor mir liegt. Und wie du sagst, mit sehr, sehr viel Begeisterung. Ja, das waren die ersten Worte von Álvaro Arbeloa als neuer Trainer von Real Madrid. Erinnert ihr euch, wie ich gestern in meinem Video gesagt hatte, Álvaro Arbeloa ist einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, wo ich sagen würde, der ist mindestens genauso ein Madridista wie ich, wenn nicht mehr. Ja, viele von euch verstehen nach diesen Aussagen, was ich damit meinte. Ja, und ich bin der Meinung, auch wenn viele von uns wütend sind auf diese Mannschaft, wütend auf das Präsidium, wütend auf den Vorstand, ja, wegen der ganzen Situation Xabi Alonso, ändert das nichts daran, dass Álvaro Arbeloa eine faire Chance von uns Fans verdient hat. Ich drücke ihm die Daumen. Der lebt gerade seinen Traum. Er ist ein Vollblut-Madridista und zumindest deshalb drücke ich ihm natürlich die Daumen, denn er ist uno di noir. Einer von uns. Ja, heute in dem Video unterhalten wir uns natürlich über Álvaro Arbeloa. Wer ist Álvaro Arbeloa? Wie lange wird sein Vertrag bei Real Madrid laufen? Wer ist sein Trainerteam? Was verändert sich bei Real Madrid? All diese Infos bekommt ihr natürlich in diesem Video. Dann unterhalten wir uns allerdings auch über die andere Seite der Medaille. Denn, wie das mit der Presse so üblich ist, sickern immer mehr Informationen durch. Unter anderem über eine Auseinandersetzung von Xabi Alonso und dem Kader. Allgemein sickern auch Informationen durch zu dem Verhalten von einigen Spielern beim Training. Und so viel kann ich euch verraten. Es ist eine Schande für das Wappen von Real Madrid. Also seid da gespannt. Ja, und zu guter Letzt. Es ist Spieltag. Heute Abend um 21 Uhr spielt Real Madrid im Achtelfinale des spanischen Pokals in Albacete. Do or die. Was ihr über dieses Spiel wissen müsst, unter anderem am Ende natürlich auch die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. All das in diesem Video. Viel Spaß dabei. Neues Real Madrid, neue Führung, neuer Stab und alte Bekannte, die zurückkehren, um nach dem Abgang von Xabi Alonso alles zu verändern. Álvaro Arbeloa ist jetzt der neue Chef auf der weißen Bank. Madridista-DNA, Führungsstärke, Charakter mit Mourinhos Handschrift und einer klaren Idee, wie der Titel mit Real Madrid zu gewinnen und das Beste aus den Spielern herauszuholen. Der Vini, den wir sehen wollen, oder? Ein Vini, der lächelt, der es genießt, der tanzt, der spielt, der in der Lage ist, einen Clasico aus dem Gleichgewicht zu bringen und den Unterschied zu machen. Aber wenn es einen Namen gibt, der den neuen Kurs erklärt, dann ist es der von Antonio Pintus, der für Xavis Abgang entscheidend war. Der Mann, dem die Spieler liebevoll den Spitznamen der Teufel gaben, kehrt zurück und mit ihm die Pintus-Methode. Extremes körperliches Training, maximale Anforderungen und viele Titel, die seine Methode bestätigen. Real Madrid ist sich im Klaren, Schluss mit den Verletzungen, Schluss mit den Leistungseinbrüchen. Pintus kehrt zurück, um das Sagen zu haben und wird in Arbeloas Madrid eine Schlüsselrolle spielen. An seiner Seite sein Assistent Sebastián de Villat und ein bis ins kleinste Detail geplanter Stab. Neben Arbeloa kommen Julián Carmona als Co-Trainer, Kevin Cardera Carmona und Ricardo da Silva als Assistenten. Luis Llopis behält seinen Posten als Torwarttrainer und Francis Sanchez wird der Analyst sein. Und im medizinischen Bereich kehrt Niko Mihic zurück, ein weiterer Schritt, der von der enormen Sorge des Vereins über die Verletzungen geprägt ist. Neuer Zyklus, neuer Stab und ein Ziel vor Augen, Real Madrid wieder an die Spitze zu bringen. Ja, Julián Carmona, Antonio Pintus, den kennen wir ja schon, Ricardo da Silva, dann, ich muss selber nachschauen, Kevin Cardero, Francis Sanchez und Luis Llopis, den kennt man. Das ist das neue Trainerteam von Álvaro Arbeloa. Insbesondere Pintus,
ja, lässt so einen faden Beigeschmack, denn er soll ja mehr oder weniger der Tropfen gewesen sein, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ein Xabi Alonso gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Ich kann akzeptieren, dass es Reibereien mit der Mannschaft gibt, dass es Spieler gibt, die mich nicht mögen, die Spieler gibt, die nicht laufen, die nicht auf meine Anweisung hören. Aber wenn ihr jetzt auch noch anfangt, mir in meinem persönlichen Trainerteam einzugreifen, dann mache ich nicht mehr weiter. Naja, wie dem auch sei, das ist der Trainerstab von Álvaro Arbeloa und viele fragen sich, wie lange überhaupt? Wie lange bleibt Álvaro Arbeloa Trainer von Real Madrid? Ja, zunächst einmal hierzu die Information von OK Diario. Arbeloa wird für diese und die nächste Saison unterschreiben, 3,5 Millionen Euro verdienen und Pintos als Fitnesstrainer haben. Ja, also ein Jahr plus noch ein Jahr. Das hört sich für mich ganz ehrlich nicht nach einem Vertrauensbeweis an, dass der jetzt hier einen 3-Jahres-Vertrag bekommt oder 2 plus 1 etc. Ein halbes Jahr plus noch ein Jahr. Ja, das ist meiner Meinung nach, wie gesagt, kein großes Vertrauen in den Trainer. Wie soll man auch dieses große Vertrauen haben? Der hat noch nie im Seniorenbereich trainiert, außer Real Madrid Castilla. Ich meine, die spielen zwar im Seniorenbereich, aber sind alles Jungs bis maximal 23 Jahre. Ist natürlich was ganz anderes, als in Real Madrid zu trainieren. Die komplizierteste Kabine der Welt. Ja, und hierzu auch eine Information von Fabrizio Romano. Es ist der Tag nach dem Sturm bei Real Madrid mit der offiziellen Vorstellung von Álvaro Arbeloa, dem neuen Cheftrainer von Real Madrid. Dann hat Arbeloa klargestellt, was ich euch gestern im Video gesagt habe. Viele von euch haben gefragt, ist Arbeloa ein Interimstrainer, ist er ein Langzeittrainer, wie ist die Situation? Nun, Arbeloa geht nach Valdebebas, spricht öffentlich zu den Leuten von Real Madrid und den Journalisten und sagt, es geht nicht um die Verträge. Ich bin hier, um zu helfen, solange Real Madrid es will. Ich bin seit 20 Jahren hier, also stehe ich zur Verfügung, solange der Verein es will. Nun, in Wirklichkeit hat Real Madrid Arbeloa nichts über den Zeitplan gesagt. Arbeloa ist heute der Trainer. Wenn Arbeloa also Trophäen holen kann, einen guten Draht zur Mannschaft und einen guten Draht zum Verein hat, wird er seine Chance bekommen, bei Real Madrid weiterzumachen. Andernfalls wird sich der Verein im Sommer nach einem anderen Trainer umsehen. Das ist der Plan von Real Madrid. Das sind die sehr klaren Vorstellungen. Das ist auch das, was Real Madrid Álvaro Arbeloa in dem Gespräch mit ihm gesagt hat, als sie ihm gestern Nachmittag mitteilten, okay, du wirst der neue Trainer von Real Madrid sein, und er hat natürlich sofort zugesagt. Ja, was soll ich euch sagen? Gestern in meinem Video habe ich noch gesagt, Real Madrid hat einen Trainer geholt, der alles verändern sollte. Und Real Madrid möchte offensichtlich keine Veränderung. Die sagen ihrem Trainer, du kannst ein halbes Jahr trainieren, wenn du dich ja gut mit der Kabine verstehst und Titel holst. Ja, wenn nicht, dann suchen wir uns einen anderen Trainer. Was sind dann das bitte für Voraussetzungen? Dann lass doch direkt einen Vini Junior Spielertrainer machen. Oder ein Bellingham oder ein Valverde oder was auch immer. Real Madrid benötigt eine Kernsanierung. Real Madrid muss das Krebsgeschwür, die mangelnde Arbeitsmoral, die verwöhnten Diven, das muss Real Madrid angehen. Und sich nicht eine Marionette holen und zu sagen, du verstehst dich gut mit den Spielern und holst Titel, dann kannst du bleiben, ansonsten bist du weg. Sorry, wie gesagt, hat mich extrem wütend gemacht, diese Information von Fabrizio Romano. Erst recht, weil ich sehr viel Hoffnung in den Menschen Álvaro Arbeloa stecke. Álvaro Arbeloa hat sich ein Leben lang als Spieler von Real Madrid selber hinten angestellt für Real Madrid. Eine der berühmtesten Aussagen von ihm ist, Real Madrid schuldet uns Spielern gar nichts. Wir schulden Real Madrid alles. Es ist ein Privileg und wir müssen dankbar sein, für Real Madrid spielen zu können. Immer als die Presse damals auf José Mourinho draufgehauen hat, auf die Spieler, gegnerische Mannschaften etc., Álvaro Arbeloa hat immer Interviews gegeben, hat getweetet, ist immer vorangeschritten und ist so der absolute Fanliebling geworden. Uno di Noir, man hat ihn Kapitän mit der 17 genannt. Er hat das repräsentiert, was wir Fans in der Kabine sehen wollten. Jemand, der für Real Madrid sein Gesicht hinhält. Und meine Hoffnung war, dass er das wieder tun wird.
wie gesagt, ich werde Álvaro Arbeloa eine faire Chance geben. Vielleicht tut er das ja. Vielleicht zeigt er der ganzen Welt in diesen nächsten 6 Monaten, was für eine Kabine das ist, indem er so aufstellt, wie er das denkt. Ja, und wenn die Spieler nicht die Leistung bringen, sind sie auf der Bank oder auf der Tribüne. Und wenn Florentino Pérez ihn auch, ja, dann irgendwann entlässt, ja, irgendwann kehrt sich die Wut der Fans auch gegen das Präsidium. Gab es alles schon. Ja, wie dem auch sei, ich will ihm eine faire Chance geben. Und was Álvaro Arbeloa gestern in der Pressekonferenz klar gemacht hat, ist, dass die Presse nicht seine Freunde sind. Also er versteht Real Madrid gut. Ich glaube, diese Antwort lässt das relativ gut durchspiegeln. Mal sehen, ob Sie mir sagen können, was für Sie gut spielen bedeutet. Nun, ich glaube, bei Real Madrid mit seiner 123-jährigen Geschichte ist es schwierig, dass man jemals anerkennt, gut gespielt zu haben, nicht wahr? Wir kennen die Ansprüche, die es gibt, und hier gab es Trainer, die 3-mal die Champions League gewonnen haben, und es hieß, sie gingen nach dem Training nach Hause, um den Garten zu gießen. Also ich weiß, wo ich bin, ich weiß, was Real Madrid ist, ich kenne die Ansprüche, die von außen an uns gestellt werden. Aber uns allen ist klar, mir ist ganz klar, was es heißt, gut zu spielen. Und vor allem, was der Fan will, nicht wahr? Was er in seiner Mannschaft sehen will, was sie vermitteln soll, was seine Mannschaft, seine Spieler vermitteln sollen, was sie eben in ihrer ganzen Geschichte vermittelt haben. Denn sonst hätten wir nicht die Erfolgsbilanz, die wir haben. Und ich glaube, am Ende gibt es hier eine Sache, die wir alle wissen und uns sehr bewusst sind, die sehr wichtig ist, zu gewinnen. Ja, Real Madrid hat die meisten Titel in der Geschichte des Fußballs, aber es wird nie anerkannt, dass wir einen guten Fußball spielen. Ja, andere spielen einen guten Fußball. Real Madrid gewinnt aus Zufall die Titel. Die Trainer gewinnen 3 Champions League, aber gehen eigentlich nur nach Hause und machen was am Garten. Die arbeiten nicht mit der Mannschaft. Also, das war eine sehr ironische Antwort von Álvaro Arbeloa. Die hat mir gefallen. Er hat der Presse in der ersten Konferenz direkt klar gemacht, ich weiß, dass ihr hier nicht meine Freunde seid. Also, das fand ich gut. Ja, aber uns interessiert ja nicht nur, wie er gegen die Presse austeilt, sondern was hat er auch mit Real Madrid vor. Er kommt aus Castilla, hat davor die A-Jugend trainiert etc., sehr erfolgreich. Und viele Madridistas fragen sich, ist das jetzt eine Chance für La Fábrica, für die Jugendspieler? Hören wir die Antwort von Álvaro Arbeloa. Ich wollte Sie nach der Jugendakademie fragen. Es ist ja ein Mantra, wenn das Team nicht funktioniert, warum man nicht mehr auf die Jugendakademie setzt. Sie kennen Castilla natürlich besser als jeder andere. Ich frage mich, welche Rolle sie spielen kann, welches Potenzial Sie in ihr sehen und ob Sie es auch sofort nutzen wollen. Sehen Sie, für mich ist die Jugendakademie von Real Madrid die beste der Welt, und ich glaube, das beweisen wir schon seit vielen Jahren. Es gibt auf der ganzen Welt Spieler, die in der Fábrica groß geworden sind. Morgen treffen wir ja auf einige von ihnen, und wir haben da ein riesiges Glück. Ich hatte das große Glück, in den letzten Jahren mit vielen Spielern zusammenzuarbeiten. Sie haben mich hierher gebracht, das ist die Realität, und ich glaube, dass die Jugendakademie von Real Madrid die beste der Welt ist. Sie wissen, dass Sie eine riesige Chance haben, dass der Trainer der ersten Mannschaft Sie im Moment besser kennt als jeder andere. Den Anspruch, den ich Ihnen Tag für Tag zu vermitteln versuche, Sie wissen, dass das der Anspruch von Real Madrid ist, aber natürlich wissen Sie auch, dass ich auf Sie zähle. Ja, eine einmalige Chance für die Jugendabteilung von Real Madrid. Beim Training haben auch schon etliche Spieler aus Real Madrid mittrainiert bei der ersten Mannschaft. Thiago Pitar, Joan Martinez, auch der Cestero, wo er gesagt hat, das ist der beste Sechser-Talent in ganz Spanien. Mal schauen, ob das auch so ist, ob er ihm eine Chance gibt. Ja, an sich hört sich das alles super an. Er ist auch bekannt für Real Madrid, ein unglaublich aggressives Pressing vorne zu spielen, Ballgewinne im gegnerischen 16er am liebsten oder auf jeden Fall in der gegnerischen Hälfte. Dass Real Madrid versucht, das Spiel zu dominieren, aber immer sehr aggressiv ist. Außenflügelverteidiger, die sehr weit vorne sind. Die Flügelstürmer ziehen in die Mitte. Also eigentlich hat er gerne einen Rechtsfuß links und einen Linksfuß rechts, dass sie in die Mitte ziehen, damit die Außenbahnen für die Außenverteidiger frei sind. Ja, also in der Theorie, was er für einen Fußball spielen lassen möchte und dass er auf die Jugend von Real Madrid setzt, ja, sind 2 Punkte, die ich von ihm so erwartet hätte, die mich sehr freuen. Allerdings steht über allem das große Fragezeichen. Ist er selber? Schafft er es, sich gegen den Vorstand und die Kabine durchzusetzen? Wenn nicht, ja, dann ist egal. Dann könnte sogar Chuck Norris Real Madrid trainieren und es würde das Gleiche bei rumkommen. Ja.
Und ja, wenn wir schon mal bei dieser Down-Phase sind, müssen wir zur anderen Seite der Medaille gehen, zu Xabi Alonso. Es sind neue Informationen rausgesickert. Ja, und fangen wir mal mit der ersten an. Die kommt von Edu Aguirre und die zeigt ein bisschen die Arbeitsmoral von unseren Spielern, womit ein Xabi Alonso sich tagtäglich im Training rumstreiten musste. Ja, hört euch das mal an. Der körperlichen Vorbereitung. Hängt das nur vom Trainerstab und vom Fitnesstrainer ab? Auch eine Frage Spielers? Oder hängt es von den Spielern ab? Es gibt Schwergewichte, die im Training nur spazieren gehen. Das hat man mir vor einer Woche gesagt. Wichtige Spieler, die im Training nur spazieren gehen. Spieler kommen zur letzten Minute, die Xabi Alonso vorgibt, 1 Stunde vorher. Und ich rede nicht nur von Vinicius, damit die Leute das nicht falsch verstehen. Vinicius wurde kritisiert, als man ihn kritisieren musste. Und gestern wurde er gelobt, weil er ein Spitzenspiel gemacht und die Mannschaft getragen hat. Ich rede nicht nur von Vinicius, hey, damit man mich nicht falsch versteht. Aber es gibt Spieler, die zur letzten Minute kommen und sobald das Training vorbei ist, duschen sie und gehen. Müssen Xabi Alonso oder Sebas Parilla oder Ismael Conforte, der Fitnesstrainer, da stehen und sagen, hey Jungs, geht danach bitte ins Fitnessstudio. Hey Jungs, Präventionsarbeit? Hey Jungs, esst das nicht? Hey, im Ernst, ist das Madrid? Es ist nur so, dass es sehr vom Spieler abhängt. Dass Xabi Alonso in vielen Dingen Fehler gemacht hat und ich bin der Erste, der das gesagt hat, dass Madrid überhaupt nichts zustande bringt. Aber es gibt einen Kader, bei dem ich nicht sicher bin, ob er weiß, dass er das Wappen von Real Madrid repräsentiert. Und wir werden sehen, ich hoffe es wirklich sehr, dass Arbeloa tatsächlich kommt und dann hoffentlich vielen den Kopf zurechtrückt, so wie es nötig ist. Ja, was soll ein Xabi Alonso da machen? Wir kommen von Zeiten, wo ein verdammter Cristiano Ronaldo morgens der Erste auf dem Trainingsgelände war und der Letzte, der nach Hause gegangen ist. Wir hatten einen Luka Modric, einen Sergio Ramos, Lucas Vazquez, die täglich im Gym sich zerstört haben, weil die gelebt haben, um Profifußballer zu sein. Und von der Epoche kommen wir jetzt zu dieser Kabine, die leben, um Instagram-Models zu sein, um Werbefiguren zu sein, die nur ihre Pflicht erfüllen, 2 Stunden am Tag, ja, keine Minute mehr, und dann nach Hause fahren. Ich sag's immer wieder, Erfolg ist kein Zufall und wir brauchen uns nicht wundern, die letzten 1,5 Jahre, die wir als Madrid-Fans ertragen müssen, wenn das die Arbeitsmoral von unserer Kabine ist, wenn das die Art und Weise ist, wie die sich das Leben als Profifußballer von Real Madrid vorstellen, ja, und natürlich auch unter einem Carlo Ancelotti so bekommen haben. Wenn du einmal die Freiheiten kriegst, gibst du die nicht wieder zurück. Wenn du solchen, ich möchte nichts Böses sagen, Dieven den kleinen Finger gibst, nehmen sie dir die ganzen Arme, die ganze Hand, den ganzen Körper. Ja, Real Madrid hat ein tief liegendes Problem. Wenn die Mannschaft nicht bereit ist zu arbeiten, wie gesagt, hast du keine Chance und Real Madrid stehen schwere Zeiten entgegen. Ja, und Xabi Alonso hat das natürlich mitbekommen, wie denn auch nicht. Der war als einziger wahrscheinlich noch da und denkt, wo seid ihr alle? Gym war leer. Wie dem auch sei, es kam zu einer Eskalation beim Training. Was da passiert ist, hat der Marca für uns herausgefunden. An dem Tag, als Xabi explodierte und alles in die Luft flog. Ich wusste nicht, dass ich in einer Kindertagesstätte als Trainer arbeiten würde, dass ich hier im Kindergarten bin. Das hat er mehr oder weniger gesagt. Der Trainer geriet kurz nach dem Klassiko während einer Trainingseinheit mit seinen Spielern aneinander und alles brach zusammen. Xabi Alonso wurde im Januar entlassen, doch bereits Anfang November begann er Real Madrid zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war die Kluft zwischen Mannschaft und Alonso hinter verschlossenen Türen schon deutlich spürbar. Der Alltag in Valdebebas trieb diese Entfremdung auf die Spitze, bis sie schließlich eskalierte. Ich wusste nicht, dass ich hier einen Kindergarten trainieren würde, rief der Trainer während einer Trainingseinheit aus. Also die Übersetzung ist nicht perfekt. Der hat gesagt, ich wusste nicht, dass ich einen Kindergarten trainiere.
Es war keine gewöhnliche Ermahnung, um die Aufmerksamkeit der Spieler zu erregen und auch kein einmaliger Wutausbruch am Arbeitsplatz. Es war ein Schrei der Verzweiflung, der Erschöpfung und beinahe der Langeweile. Xabi war schon länger verärgert, weil seine Spieler den Anforderungen, die er in jeder Trainingseinheit insbesondere den taktischen stellte, nicht gerecht wurden. Schmollende Gesichter, mangelnder Einsatz, Geflüster, wahrscheinlich noch Gekicher. Bis er es nicht mehr aushielt und einen Satz aussprach, der den Anfang vom Ende markierte. Er sagte ihnen, was er schon länger dachte und riss damit eine Wunde in der Mannschaft auf, die niemals heilen würde. Ja, und wenn ihr mich fragt, hat ein Xabi Alonso noch viel zu wenig gesagt. Diese Mannschaft hatte keine Vorbereitung. Natürlich versucht ein Xabi Alonso in jede Minute Training so viel reinzupressen, wie es geht. Dafür verdienen die Multimillionen und arbeiten nur 2 Stunden am Tag. Und das ist denen zu viel? Da muss geflüstert werden, da muss gelangweilt sein, was auch immer, kein Bock auf Training zu haben. Ja, keine Ahnung, dann bist du bei Real Madrid falsch. Und es macht mich noch wütender, dass ein Álvaro Arbeloa jetzt nicht eine Kernsanierung machen soll, sondern sich bitte mit diesen verwöhnten Diven ja nicht anlegen soll. Ich bleib dabei. Horrorzeiten stehen Real Madrid bevor, wenn Álvaro Arbeloa sich nicht wieder einmal selber für den Madridismo opfert. Er ist einer der wenigen Menschen, dem ich das zutrauen würde. Ja, ihr habt es gehört, das ist die Rasselbande, mit der Xabi Alonso zu arbeiten hat. Dieses Projekt war schon seit Monaten zum Scheitern verurteilt. Ja, tut mir leid, es macht mich immer wieder wütend. Aber jetzt haben wir uns über Arbeloa unterhalten, über Xabi Alonso. Kommen wir dazu, dass wir heute Abend einen Spieltag haben. Die Kaderliste hat Real Madrid noch nicht offiziell bekannt gemacht, aber es gibt einige Spieler, die wohl geschont werden, die angeschlagen sind. Valverde, Rüdiger, Mbappé etc. Mal schauen, wer es in den Kader schafft. Es sollen sehr viele Castilla-Spieler im Kader sein. Vielleicht lässt Álvaro Arbeloa schon ein bisschen seine Handschrift zeigen. Ja, was gibt es über den Gegner zu sagen? Wir spielen gegen Albacete. Die sind in der 2. spanischen Liga Tabellen 17. Einen Punkt vor dem Abstiegsrängen. Also in der Liga läuft es nicht so. Im Pokal, muss man sagen, haben sie gerade Celta Vigo rausgeschmissen. Celta Vigo ist in Spanien zurzeit sehr gut unterwegs, haben wir im Bernabéu selber gespürt. Unter anderem hat ein Tor gemacht Jesus Vallejo. Ja, also es ist natürlich nie zu unterschätzen. Pokal für Albacete ist für viele Spieler das Spiel ihres Lebens, die werden sich zerreißen. Du hast keinen doppelten Boden, solltest du heute nicht gewinnen, bist du raus, da ist die Pokalgeschichte vorbei. Naja, wäre kein guter Start für einen Álvaro Arbeloa. Ich drücke ihm, wie gesagt, die Daumen und natürlich machen wir heute auch eine Live-Watch-Party, wo wir uns über viele Themen unterhalten können. Ich habe natürlich mitgekriegt, die Problematik rund um Jürgen Klopp. Ich habe mitgekriegt, was der Khabib gesagt hat. Ich habe mitbekommen, das Statement von Bellingham. Aber das passt alles nicht in dieses Video. Das Video platzt jetzt schon aus allen Nähten. Können wir uns heute im Live-Watch-Along gerne unterhalten. Und zum Abschied würde ich sagen, mache ich die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Mein Torwart wäre heute Andrei Lunin. Courtois spielt alles in der Liga, alles in der Champions League. Der Ukrainer muss auch irgendwann spielen. Mein rechter Verteidiger, David Jiménez. Alle anderen rechten Verteidiger sind angeschlagen und ich finde, der hat auch einen guten Job gemacht. In der Innenverteidigung Raúl Asensio und Joan Martinez. Hausen ist noch angeschlagen, Rüdiger ist noch angeschlagen. Ich würde Joan Martinez eine Chance geben, ist ein toller Junge. Mein linker Verteidiger Álvaro Carreras. Dann würde ich mit einer Dreierreihe vor dieser Viererreihe spielen. Und zwar zentral ein Aurélien Tchouaméni, an seiner Seite Cestero und Manuel Ángel. Manuel Ángel ist genau dieser Spielertyp, den Real Madrid sucht. Dieser Spielertyp, ein kreativer Sechser, sicherer Spielaufbau und ich glaube, der Junge hat eine große Zukunft. Davor würde ich aufstellen Arda Güler. Auf der 10, er soll Chancen kreieren. Für wen soll er Chancen kreieren? Für unseren Mittelstürmer Gonzalo Garcia. Das wäre meine 9. Und so ein bisschen um ihn rum, mit Freiheiten, dass er nach rechts und nach links laufen kann, würde ich heute César Palacios sein Debüt bei Real Madrid gönnen. Einige Spieler, wie ihr seht, würden dieses Spiel nicht für Real Madrid spielen, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ich weiß, nach dieser Ausstellung hätte ich wahrscheinlich noch 2, 3 Spiele als Trainer von Real Madrid, aber ich würde mit meinen Ideen sterben.
Das wäre die Aufstellung, die ich machen würde. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung zu diesen ganzen Informationen bitte in den Kommentaren. Unterstützt dieses Video bitte mit einem Like, teilen, followen, hypen. Follow, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dahin. À la Marie!